Es gibt in Italien in einigen Diözesen Exorzismuszentren, wo Priester mit Psychiatern und Ärzten zusammenarbeiten. Jenseits der Alpen kann ein verfemter Theologe darüber nur den Kopf schütteln. Der Teufel ist eine Art von Gespenst. Das ist eine Theologie für die Geisterbahn. Was ist das für ein Glaube, frage ich mich, der die Menschen zu denken lehrt, es könnte in ihnen oder in mir, in Menschen an unserer Seite, der Teufel fahren und von ihnen Besitz ergreifen. Mit einem Wort, wir hätten es gar nicht mehr mit Menschen zu tun, sondern mit Ausgeburten der Hölle. Dass wir in der katholischen Kirche speziell, wenn wir von ihr reden, den Exorzismus noch als ritualisierte Praxis haben, mit sogar modernisierten Formularen ausgestattet haben, zeigt, dass bis in den Vatikan die psychologische Aufklärung des 20. Jahrhunderts nicht entfernt auch nur Einzug gehalten hat. Das ist Voodoo-Mentalität in der Kirchenzentrale. Diese veräußerlichte Religion braucht nun ständig magische Riten, braucht bestimmte Ämter, die die Magie verwalten. Und diese Instanzen der Vermittlung benötigt man, um schließlich beruhigt wieder in die Welt zu gehen. Aber man wird niemals beruhigt, man wird nur permanent abhängig. Was in dieser Welt, in der es Teufel gibt, vorgestellt wird, kann nie dahin führen, dass man in Ruhe die Angst hinter sich hätte. Das, was Jesus im Neuen Testament eigentlich versucht, ein Vertrauen zu Gott zu bilden, das uns aus der Hölle herausholt. Vielleicht ist es also der Exorzismus selbst, der die Realität schafft, die er bekämpfen will. Es könnte sich unter diesen Umständen lohnen, die Stelle im Markus-Evangelium genauer zu lesen, in der Jesus bei Gerasa den Teufel austreibt. Das Neue Testament erzählt ja, Jesus treibt Teufel aus. Aber dann muss man sich mal ansehen, wie er das macht. Genau dort, wo ein Zuhause nicht ist, an der Stätte des Unbehaustseins, befindet sich jemand, der der ganzen Umgebung unheimlich ist. Denn nachts schreit er, schlägt mit Steinen auf sich ein, gebärdet sich wild. Das Interessante ist, an dieser Stelle macht Jesus einen schweren Fehler. Er muss dem Besessenen gesagt haben, fahre aus, böser Geist, aus diesem Menschen. Und dann kommt der Aufruhr, quäl mich nicht. Was willst du von mir? Jesus muss das nochmal ganz neu beginnen. Es ist nicht möglich, mit exorzistischen Mitteln zu sagen, fahre aus. Und das unglaublich Rührende ist, dass Jesus jetzt den Mann fragt, wie heißt du? Wer bist du eigentlich? Erzähl mir deine Geschichte. Und die Antwort dieses Mannes bei Gerasa lautet, Legion ist mein Name, denn viele sind wir. Hörst du, das ist die Stimme meines Vaters. So redet er. Das ist meine Mutter. Die sagt genau das Gegenteil. Jetzt kommt mein älterer Bruder. Und das ist der Lehrer. Das war mein Chef. Die alle reden. Ich hatte doch nie etwas zu sagen. Jeder wusste, wer ich zu sein habe. Eben deshalb bin ich nicht. Es hat mich nie gegeben. Das ist die ganze Aufgabe. Wie heißt du, dieser Frage nachzugehen bis zum Äußersten? Das entfremdete Ich kann sich also in inneren Stimmen und furchtbaren Visionen äußern. Hilfeschreie der Seele. Es gibt eine Angst, die unter den Füßen des Menschen erscheinen kann wie ein aufgesperrter Rachen, wie etwas, das als Abgrund zu verschlingen droht. Die Frage ist, wie beruhigt man die menschliche Angst, aber nicht, wie treibt man ihnen den Teufel aus. Der Exorzismus rührt, das ist auch für Drewermann so, an die Grundlagen religiöser Vorstellungen. Etwas, das aus Angst in die Welt gelegt wird, das projektiv nach draußen verlegt wird, damit man es drinnen nicht mehr spürt, wird von der Kirche übernommen und in einer Form von metaphysizierter Theologie als objektive Wesenheit den Menschen wieder entgegengestellt. Nimmt überhaupt nicht wahr, dass die Seele ein eigenes Organ ist, eine eigenständige Dimension von Erfahrungen schafft. Und man darf aus diesem Innenraum des notwendig zu Erklärenden nicht objektive Gegebenheiten machen, nur damit die Kirche am Ende eine sichere Dogmatik aus dem Mittelalter in die Gegenwart hineinbringt.
Die Renaissance des Exorzismus begann Anfang der 90er Jahre. Inzwischen gibt es eine internationale Exorzistenvereinigung mit über 700 Mitgliedern.